Hallo ihr Lieben! Ja, nicht nur in der Hauptsaison ist es in Dänemark wirklich schön, sondern auch in der Nebensaison, in der Nachsaison. Ich fahre ja gerne im November, Dezember nach Dänemark oder auch jetzt in der Vorsaison. Heute ist Freitag, der 6. März und ich hatte jetzt die ganze Woche dieses wunderbare Wetter. Wolkenloser Himmel, Sonne satt. Morgens ist es zwar noch etwas kühl, 0 Grad bis 1 Grad, aber jetzt um die Mittagszeit haben wir bereits 9 Grad, wunderbares Wetter und vor allem es war auch relativ windstill, sodass ich hier auch sehr, sehr schön mit dieser Hummel hier eine Runde fliegen konnte. Und deshalb habe ich euch jetzt mal ein paar Aufnahmen mitgebracht, die ich gemacht habe. Einmal vom bekannten Leuchtturm Rubberg-Knude und von der Wanderdüne Råberg-Mille. Viel Spaß bei diesen Aufnahmen und wenn ihr dran bleibt, am Ende habe ich noch ein paar Anmerkungen zum Thema Urlaub in Dänemark in der Nach- und Vorsaison. Also es lohnt sich das, dranbleiben. Viel Spaß!
Ja, Urlaub in der Nachsaison oder jetzt Anfang des Jahres in der Vorsaison in Dänemark. Kann sich lohnen. Erstens mal schönes Wetter, hatte ich letztes Jahr im März auch. Zweitens mal gut ausgestattete Häuser wie das hier mit Sauna und allem drum und dran sind unglaublich günstig. Ich habe jetzt für diese 10 Tage bezahlt nicht ganz 450 € für die ganze Zeit plus halt Stromverbrauch. Das heißt, man kann auch sehr, sehr günstig in Dänemark Urlaub machen und trotzdem schon viel erleben und sich gut erholen. Wenn man in den Facebook-Gruppen so liest, dann denken ja manche Leute, außerhalb der Hauptsaison hat in Dänemark quasi alles zu. Es kommen dann Fragen, ob man dann im Winter oder im Frühjahr denn noch Lebensmittel kriegt und so weiter und so fort. Natürlich, die Dänen schießen sich das Essen nicht vom Baum, die Dänen gehen das ganze Jahr über einkaufen. Das heißt also, Läden und sowas alles haben alle auf. Es gibt aber ein paar Sachen, die durchaus zu haben. Und zwar sind das so manche Attraktionen für Touristen. Ich wollte mir zum Beispiel in Skørping im Rehbildpark die Kalkmine anschauen und die macht aber erst im April wieder auf. Ich wollte mir in Aalborg das Garnisonsmuseum anschauen, auch das macht erst im April wieder auf. Andere Sachen aber haben ganz normal auf, wie zum Beispiel das Nordsee-Ozeanarium in Hirtshals, das werde ich mir morgen noch mal anschauen. Oder zum Beispiel Freizeitanlagen mit Schwimmbädern. Ich war jetzt die Woche in Rönnberg, dort in dem Spaßbad schwimmen. Und auch zum Beispiel das Marinemuseum Springeren in Aalborg hat auch aufgehabt. Das heißt also, es hat nicht alles zu, aber man muss damit rechnen, dass manche touristische Attraktionen vielleicht jetzt im Moment noch zu haben. Die machen dann tatsächlich erst Ende März oder Anfang April wieder auf. Aber es ist nicht so, dass wirklich alles zu ist. Das heißt also, Urlaub hier in der Vorsaison jetzt in Dänemark ist erholsam, entspannt, schön, wenn das Wetter mitspielt und vor allem wirklich noch sehr, sehr günstig zu machen. Man kriegt tolle Häuser für ganz schmales Geld. Das vielleicht noch mein Tipp zum Schluss. Wenn ihr eigene Erfahrungen habt mit Urlaub in der Nachsaison oder in der Vorsaison, ab damit in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, ab damit in die Kommentare. Schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei und natürlich in der Facebook-Gruppe Dänemark, Hügge und mehr. Die Links findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und jetzt genieße ich noch 2 schöne Tage, denn am Sonntag geht es wieder heim und euch wünsche ich eine gute Zeit. Hi, hi!